Grüß euch, liebe Zuseher. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Es ist ja kein Geheimnis und keine Überraschung, wenn ich behaupte, dass mein Kanal nicht nur auf Profis ausgelegt ist, sondern ganz besonders auch auf Neulinge in der Hundewelt. Ich mag das zu wissen, hier vielleicht den einen oder anderen zu erreichen und ihn mit meinen Beiträgen einen Tipp fürs zukünftige Zusammenleben mit seinem ersten Hund geben zu können. Ja, wenn der zukünftige Besitzer des ersten Hundes dann mit seinem Hund glücklich ist, ist auch der Hund zumeist glücklich mit seinem Besitzer und das macht mich wieder glücklicher. Ich mag diese Kaltnasen einfach so gern. Auch das heutige Video zielt es wieder eher auf Neulinge in der Hundewelt ab. Es geht heute um die wichtigste Phase im Leben eines Hundes und zwar um die Prägungsphase. Das ist für mich der absolut wichtigste Lebensabschnitt eines Hundes. 70% der charakterlichen Entwicklung eines Hundes, die Zukunft dann, die werden in der Prägungsphase geformt. Das ist meine Meinung. Schauen Sie, weshalb diese Prägungsphase für mich so wichtig ist. Ich spreche da aus Erfahrung mit Vito. Die 3 Hunde, die ich vor ihm hatte, Boris, Attila und Giro, die kamen alle aus guter Hand, möchte ich mal sagen. Doch Vito, er hatte es überhaupt nicht gut. Der erlebte in den ersten 5 Monaten seines Lebens gar nichts. Er wurde auf der Straße gefunden mit seinen Geschwistern und seiner Mutter unter einer Brücke und wurde dann mitgenommen und fristete sein Dasein die ersten 5 Monate dann in einem Holzverschlag. Der sah nur 4 Holzwände, 5 Monate lang. Und dann kam er zu mir. Sie können sich vorstellen, in welcher Art und Weise er sich benahm, als er zu mir kam. Wie ein Jungwolf, das habe ich schon mal gesagt, den sie aus dem Wald holen und zu Hause versuchen zu domestizieren. Mein Hund kannte gar nichts. Der kannte kein Gras, der kannte keine alltäglichen Gegenstände, keine Kraftfahrzeuge, keine Menschenansammlungen, gar nichts. Prägungsphase beginnt zumeist ab der 3. Woche und endet zu Beginn der Pubertät. Die Pubertät beginnt ebenfalls zumeist ab dem 6. Lebensmonat eines Hundes. Es ist natürlich eine individuelle Geschichte, bei einem etwas früher, bei dem anderen etwas später. Doch im Großen und Ganzen kann man das so stehen lassen. Doch vor der Prägungsphase gibt es noch was anderes. Da gibt es zum Beispiel die vorgeburtliche Phase. Hier wirkt der Hormonhaushalt der Mutter ziemlich stark auf die noch nicht geborenen Welpen ein. Das ist ganz klar. Auch da werden sie schon mehr oder weniger geprägt. Vater-Mutter-Hormone. Und natürlich kann es auch vorkommen, dass Sie einen fantastisch geprägten Hund zu Hause haben, der dennoch als Erwachsener scheu oder misstrauisch ist gegenüber gewissen Dingen. Doch das ist dann eine vererbte Geschichte. Nach dieser vorgeburtlichen Phase folgt die vegetative und die Übergangsphase. Das sind die ersten 2 Wochen des Lebens eines Welpens und da sind sie noch blind und taub. Also sie sehen und hören nichts. Sie riechen schon, allerdings ist die Nase noch nicht vollständig ausgebildet. Nach diesen 2 Wochen wird es dann interessant, denn zu Beginn der 3. Woche öffnen unsere kleinen Kaltnasen dann langsam ihre Augen und sie beginnen zu hören. Und die gefürchteten Milchzähne, die Aua, das tut weh, die beginnen zu wachsen. Und jetzt wird die Umwelt erforscht. Was ist Gras, was ist Erde, was ist das für ein Geräusch, wer ist das, wer sind sie und so weiter. Wie gesagt, diese Prägungsphase dauert zwischen 3 bis 4 Monaten und das ist eine wahnsinnig wichtige Zeit. Für mich das Juwel der Lebensabschnitte bei einem Hund und dementsprechend gehört das auch behandelt. Mit besonderem Fokus, mit besonderer Aufmerksamkeit und mit wahnsinnig viel Gefühl gehört da diesbezüglich mit dem Hund gearbeitet
umgegangen. Es kommt nur ihnen zugute und natürlich auch den Hund dann in Zukunft auch. Sie sehen also und Sie wissen, dass die meisten Züchter ihre Hunde erst ab der 9. oder 10. Lebenswoche ausgeben. Gute Züchter werden sich, die befinden sich ja schon etwa einen Monat lang in der Prägungsphase mit diesen Welpen, bevor sie an Sie weitergeben. Ja, und die werden sich auch darum kümmern. Bei Vermehrern wird das höchstwahrscheinlich weniger der Fall sein. Also bei diesen Züchtern, die nur auf Profit aus sind, bei welchen arme Hündinnen regelrechte Wurfmaschinen darstellen, die werden sich einen Dreck um die Prägungsphase kümmern. Die Hunde mit 8, 9 oder 10 Wochen noch immer bei Ihnen sind und zu Ihnen kommen, dann werden Sie höchstwahrscheinlich schlecht geprägte Welpen übernehmen. Doch gute Züchter, die kümmern sich sehr wohl um die Prägung der Hunde in dieser Zeit. Die nehmen Sie vielleicht mit dem Auto mit, führen Sie an das oder an das heran. Und Sie als Besitzer des Hundes, wenn Sie den dann übernehmen die Staffel vom Züchter. Ein guter Züchter wird Ihnen dann höchstwahrscheinlich sagen, die Hunde haben das schon kennengelernt, die kennen das, die haben das gesehen und so weiter. Und daran können Sie dann anknüpfen. Und liebe Zuseher, ich sage Ihnen was. Diese Zeit ist so verdammt wichtig für Hunde. Eine versäumte Prägungszeit ist für den Hund nicht schön und höchstwahrscheinlich auch nicht für die Besitzer. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Hund Vito, mit der Arbeit, mit dem Ergebnis von viel Arbeit, die ich da reingesteckt habe, um ihn halbwegs hinzubiegen. Ich weiß, das wäre er anständig geprägt worden, alle diese Probleme, die er heute im Alltag vorzeigt, dass die alle nicht existent wären. Aber ich kann gut damit umgehen. Ich bin voll auf ihn justiert, er auf mich und auf meine Frau. Und mittlerweile möchte ich ihn gar nicht mehr anders. Ja? Aber es ist nicht einfach, kann ich Ihnen gleich sagen. Was passiert alles in der Prägungsphase? Nun, ich schlage Ihnen vor und ich bitte Sie, wenn Sie das erste Mal einen Welpen erwerben aus guter Zuchtstätte, wo der Züchter schon damit begonnen hat, diese Hunde zu prägen und Sie daran anknüpfen, stellen Sie sich vor, mit welchen Dingen Ihr Hund in Zukunft in Berührung kommen kann. Kraftfahrzeuge, öffentliche Verkehrsmittel, Straßenbahnen, Glocken, zweirädrige Kraftfahrzeuge, Mofas, Mopeds, Geräusche aller Art, Menschenansammlungen, Hunde etc. Sozialisieren und so weiter. Führen Sie diesen Welpen in der Prägungszeit behutsam, gekonnt, mit Gefühl an diese Dinge heran. Gewöhnen Sie ihn an diese Dinge. Das kommt nur Ihnen, in Zukunft natürlich auch dem Hund zugute. Zum Thema Sozialisierung mit anderen Hunden. Selbstverständlich sollte man hier den Hausverstand einschalten. Ist ganz klar, schauen Sie, allerhöchstes Gebot ist natürlich immer das, dass wenn ich mich mit meinem Welpen, der sich in der Prägungsphase befindet, auf eine Gruppe Hunde zubewege, weil ich vorhabe, mich ums Thema Sozialisierung anderen Hunden gegenüber zu kümmern. Auch die Hunde müssen die Sprache lernen, so wie wir Menschen das müssen. Fragt man natürlich immer zuerst die anderen Hundebesitzer, ob das gewünscht ist, erwünscht ist, ob das möglich ist, ob da Hunde dabei sind, die vielleicht hier nicht so positiv reagieren oder ob das passt. Und trotzdem muss ich selbstverständlich auch immer ein Augenmerk legen auf den eventuellen Spielkameraden meines Welpen, bei dem ja noch alles ganz weich ist. Wenn ich jetzt also zum Beispiel einen 10 Wochen alten Chihuahua-Welpen habe, dann werde ich ihn eher nicht mit einer sehr freundlichen oder mit einem sehr freundlich, aber sehr wild spielenden, erwachsenen deutschen Schäferhund spielen lassen. Wenn ich sehe, dieser Schäferhund ist zwar nett und ist lieb und meint das auch nicht böse, aber dieser kleine Chihuahua ist hier schnell mal mit der Wirbelsäule verletzt, etc. etc. Also Sie verstehen schon, was ich meine. Also hier eher geeignetere Spielkameraden suchen, die auch vielleicht etwas wilder sein können beim Spiel, was nicht unwichtig ist, dass der Hund alle Formen des Spiels lernt. Natürlich mit fortschreitendem Alter immer intensiver eventuell. Ja? Also man muss schon ein bisschen auf das achten, gar keine Frage. Doch wie gesagt, nochmal,
Einen Hund richtig zu prägen, liebe Zuseher, ist absolut keine Hexerei. Ich kann Ihnen nur sagen, stellen Sie sich vor, mit was der Hund alles in Berührung kommen kann in Zukunft und versuchen Sie, derartige Erlebnisse für den Hund aufzusuchen. Verstehen Sie, was ich meine? Gehen Sie in Menschenansammlungen mit dem Hund hinein. Sie können ihn ruhig tragen. Wenn es ein kleiner Hund ist, klar, Welpen sollten sowieso nicht zu lange laufen. Wenn Menschen ihren Hund streicheln möchten, das ist natürlich dann eine Geschmackssache, ob sie das möchten oder nicht. Bei mir ist es heute mittlerweile so, wenn ich einen Hund besitze, wo ich weiß, dass der später in Erwachsenenalter höchstwahrscheinlich einen natürlichen ausgeprägten Schutztrieb hat, dann wird er sehr gut zwischen Freund und Feind, zwischen Schurken und braven Menschen unterscheiden können. Also stört es mich nicht, wenn er von fremden Menschen gestreichelt wird. Ja. Viele Menschen möchten das nicht, doch ich würde abraten davor, wenn sie ein geselliger Mensch sind, ja, dass sie ihren Hund zu sehr abschotten vor Berührungen fremder Menschen, wenn sie in Zukunft mal vorhaben, Besuch zu empfangen. Wobei, wohlgemerkt, auch ein Unterschied besteht zwischen Misstrauen Fremden gegenüber und reinem Territorialverhalten. Also auch das sind zweierlei Paar Schuhe, die man getrennt voneinander behandeln muss. Aber dennoch, wenn sie ein sehr geselliger Mensch sind, würde ich abraten davon, den Hund völlig abzuschotten vor Berührungen fremder Menschen. Also wenn das mal, nehmen wir als Beispiel einen Rottweiler her, einen Hund, wo Sie davon ausgehen können, dass er später, wenn er aus guter Zucht stammt, wenn er gut geprägt wurde, wenn er vernünftig von Ihnen erzogen wird, dass der später mal in Erwachsenenalter einen ausgeprägten Schutztrieb zeigt, dann können Sie davon ausgehen, dass der Hund sehr wohl weiß, ob ein Fremder ein böser Mensch ist oder ob der Fremde ein harmloser Mensch ist, der nichts Böses möchte. Also hier würde es mich persönlich nicht stören. Wenn ich mit dem Welpen jetzt im Alter von 10 Wochen aufnehme, durch eine Menschenansammlung durchgehe und jemand sagt, das ist ein schöner Rottweiler-Welpe, darf ich den mal streicheln, dann würde ich wahrscheinlich sagen, na selbstverständlich. Ja. Ist nicht von Nachteil. Ja. Hat nichts mit der Ausprägung des Schutztriebs später dann zu tun, im Normalfall. Doch wie gesagt, alle Dinge, wo der Hund neue Geräusche erhört, wo der Hund neue Gerüche aufnehmen kann, Alltagsgegenstände, alles, was ihn, denken Sie nach, alles, was ihn später mal, wenn er es noch nicht kennt, ja, eventuell erschrecken könnte oder verwundern könnte, für alles, was der Hund Aufmerksamkeit braucht. Auf das führen Sie den Welpen in dieser Zeit, in der Prägungsphase, behutsam heran. Selbstverständlich gibt es Hunde, bei denen das einfacher geht. Die kommen mit stahlharten Nervenkostüm schon zur Welt. Oftmals sind das Terrier. Die können Sie recht einfach an viele Dinge heranführen. Bei anderen Welpen müssen Sie wieder etwas behutsamer vorgehen. Da merken Sie, der Hund bekommt Angst, der Hund wird misstrauisch oder scheu. Der möchte da weg. Das merken Sie natürlich auch bei einem Hund mit 10, 11 oder 12 Wochen in dem Alter. Dann zwingen Sie den Hund nicht dazu, diese Sache kennenzulernen. Das ist kontraproduktiv. Ja? Also hiermit erreichen Sie genau das Gegenteil. Sondern versuchen Sie es vielleicht mit mehr Abstand, behutsamer, langsamer. Ja? Gutes Beispiel sind hier oftmals Molosser. Das wird einige überraschen. Molosser-Fans höchstwahrscheinlich nicht. Wir wissen, dass die Molosser, wenn es um Bewachen und Beschützen geht, mit Sicherheit zu den Meistern ihrer Klasse zählen, doch häufig ist es so, dass speziell Molosser im Junghunde- oder Welpenalter sehr scheu, misstrauisch und manchmal ängstlich, sogar feig sind. Davon können einige Molosser-Besitzer ein Lied singen. Oh, da habe ich schon Erfahrungen gemacht, wo Leute oftmals 2,5, 3 Jahre lang enttäuscht von ihren Hunden waren und sagten, ich liebe ihn, aber ich habe mir was anderes erwartet in diese Richtung. Und dann, ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr später, waren diese Hunde wirklich erwachsen in der Birne und zeigten ihrem Molosser-Charakter zu 100%. Ja, aber oftmals sind eben diese Hunde in sehr jungem Alter weit vorsichtiger, als es zum Beispiel die Terrier sind, die gern mal von Geburt an richtige Haut-Draufgänger sind. Ja. Aber nochmal, ich wiederhole mich, liebe Zuseher, die Prägungsphase für mich der wichtigste Lebensabschnitt im Leben eines Hundes, weil er 70% richtungsweisend ist für den zukünftigen Charakter eines Hundes.
Bei einem mehr, beim anderen weniger. Klar, hat auch mit der Vererbung der Elterntiere zu tun, brauchen wir nicht drüber reden, aber Sie können mit einem gut geprägten Hund vieles gut machen. Vertrauen Sie mir. Ja? Also versäumen Sie das nicht. Kümmern Sie sich mit Sorgfalt, hoher Aufmerksamkeit um diese Phase beim Hund in dieser Zeit. Sie tun sich und dem Hund nur Gutes damit, liebe Zuseher, liebe Neulinge in der Hundewelt, denn die Profis wissen das selbstverständlich eh. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon.